Hey Leute, ich begrüße euch zum ersten Update der Microscale Brick World. Ich bin Olli oder auch gerne Bricks im Kopf und starte heute mit dem Bau meiner Lego Mikrowelt. Warum Mikrowelt? Warum Microscale? Und was ist das genau? Ja, genau. Also ich fange mal von vorne an. Ich habe diesen Maßstab für mich entdeckt und habe mich sofort darin verliebt. Wie ihr hier schon sehen könnt, habe ich einmal dieses Café Corner von der Lego Mini Modulars Serie. Das ist die 10230 gewesen für die Leute, die mal nachschauen wollen. Ich kann es aber auch gerne in die Beschreibung packen. Es waren 5 Häuser und das Café Corner ist eins davon. Ja, und ich finde es einfach total interessant. Ne? Die Bautechniken haben mich sofort angesprochen. Ich finde die Idee, das alles so schrumpfen zu lassen und andere Bautechniken zu verwenden, die Steine anders zu benutzen. Eine Tür kann ich jetzt nicht mehr als Tür benutzen. Eine Tür kann ich so gut wie gar nicht mehr benutzen. Zumindest nicht mehr in der Funktion, dass ich überlegen muss, wie baue ich Fenster. Man sieht ja hier schon, was es für unterschiedliche Arten und Möglichkeiten gibt, Fenster zu bauen. Hier einmal oben diese Haifischzähne. Dann hier ist es einmal mit Plates gemacht, die einmal quergelegt sind und dazwischen sind dann transparente Plates gesetzt. Einfach total interessant. Die Markise hier unten mit Plate Modified festgemacht an der Stange. Und dann aber auch nochmal zum Vergleich für euch hier auf der rechten Seite die normale Minifigur, ne, die hier eine Höhe hat von 4,5 Bricks und davor oder beziehungsweise daneben die Mikrofigur von einer Höhe von 1,5 Bricks. Ne. Das heißt, da könnt ihr mal ungefähr das Maßstabverhältnis sehen. Das heißt, wir verkleinern alles im Endeffekt 3 bis 4 Mal machen wir es kleiner. Und mich hat dieser Maßstab angesprochen, weil ich halt in dem Maßstab auch Geschichten erzählen kann. Neben den interessanten Bautechniken war mir halt wichtig, dass Figuren vorkommen, dass ich was erzählen kann, dass was passiert und nicht nur einfach Gebäude da stehen, wie es zum Beispiel beim Nanoscale ist, was nochmal um einiges kleiner ist, wo ein Hochhaus schon durch 5 oder 6 Bricks aufeinander, also Legosteine aufeinander dargestellt werden kann. Das war mir zu klein, das sieht zum Teil echt nett aus und auch echt cool aus, man kann da tolle Sachen mit darstellen, aber mich hat es jetzt nicht inspiriert dafür, das auch so zu bauen. Da hat mich dieser Microscale-Maßstab doch um einiges mehr angesprochen. Ja, ich finde es sehr spannend, das Thema. Ich will an das Thema rangehen und wir werden, wie man schon am Namen hört, nicht eine Microscale City errichten, sondern ich will im Endeffekt eine ganze Welt bauen. Das war ja auch noch mit ein Grund, das im Microscale zu machen, weil ich halt mit dem Maßstab einfach noch mal mehr bauen kann. Ne? Wo ich sonst vielleicht 20 Häuser hinstellen könnte im Normalmaßstab, kann ich jetzt 50, 60 Häuser hinstellen oder andere Gebäude oder Berge. Ich kann einfach so nochmal viel mehr zeigen, auch wenn ich nicht so viel Platz habe. Ne? Wir befinden uns jetzt hier oben auf dem Dachboden. Das ist sowas wie ein zweites Wohnzimmer, gleichzeitig PC, Büro. Hier rechts von dem Tisch, da kann man es erkennen, steht der Fernseher. Da könnt ihr sogar kurz gucken. Da habe ich den Stempel, den Ständer mit Legosteinen ummantelt. Das war mein erstes Bauwerk seit Jahren. Naja, zurück zur Welt. Das heißt, Platz wird nicht das Problem sein. Wir haben hier erstmal genug Platz. Ich zeige euch auch gleich, was ich hier genau für Tische stehen habe, wie ich mir das vorgestellt habe. Und dazu kommen wir jetzt gleich. Ich glaube, ich habe jetzt auch erstmal genug erzählt. Der Maßstab ist klar. Der Grund, warum ich es baue, ist klar. Ist, glaube ich, klar geworden. Ne? Also ich finde es einfach, es sieht klasse aus. Wir können genauso Geschichten erzählen. Ja, vielleicht inspiriert es euch auch, vielleicht auch sowas zu bauen, wenn ihr nicht so viel Platz habt. Und ja, wenn man vielleicht nur eine Ecke hat mit 2, 3 Quadratmetern und die Lego-Stadt zu schnell errichtet ist, dann vielleicht geht man dann mal auf diesen Maßstab über. Genau, so jetzt zeige ich euch mal kurz, was ich hier
schon stehen habe, was ich vorbereitet habe und was ich vor allem, wie ihr es schon verschwommen im Hintergrund sehen könnt, was ich schon gekauft habe. Also, ich stelle mir das Ganze so vor, dass wir unsere Microscale Brickworld auf diesen Tischen errichten. Das sind ja von einem bekannten Möbelhaus Tische, die haben eine Größe von circa gerundet 80 cm mal 1,20 Meter. Darauf passen, ja, wie ihr sehen könnt, 3 mal 2, also 6 Baseplates mit 48 mal 48 Noppen. Und wir haben hier noch einen kleinen Zwischenraum von genau 2 Noppen. Es passte also perfekt. Ich kann auch die beiden Tische modular voneinander trennen und versuche natürlich auch das Ganze so zu bauen, dass wir es auch im Nachhinein noch trennen können, dass das Ganze modular getrennt werden kann. Hier unten die Etage, die werden wir nicht verwenden für zu bebauen. Da werde ich sehr wahrscheinlich Lego-Steine lagern. Ja, ich denke mal, das wird dadurch komplett ausgefüllt. Nein, wir werden hier eine zweite Ebene bauen. Aber nicht mit OSB oder Spanplatten, wie ihr das vielleicht schon bei anderen gesehen habt, sondern ich will das Ganze ja komplett anders aufziehen. Ich möchte zum einen, dass das Ganze wohnlich bleibt, dadurch auch dafür auch diese Wohnzimmertische. Und ich möchte aber auch, dass das Ganze, ja, dass es auch jeder vielleicht die Möglichkeit hat, nachzubauen. Einfach zu sehen, wie kann man noch eine Ebene erschaffen, ohne jetzt mit Kanthölzern und Spanplatten oder so, ohne diese zu benutzen. Und da habe ich mich dafür entschieden, wir nehmen dafür nur Lego-Steine, Duplo-Steine, was ja auch Lego-Steine sind, und Platten, also normale Plates. So, ich zeige euch mal kurz, was ich schon eingekauft habe und wie ich mir das so vorstelle, erkläre ich euch dann ein bisschen. Also, ja, Entschuldigung an alle Eltern, die jetzt bei Bricklink Duplo-Steine kaufen wollten für ihre Kinder. Ich hoffe, ihr findet noch was. Nein, Spaß beiseite. Ich habe da einiges an Duplo-Steinen gekauft. Das habe ich mir auch gut überlegt, kann ich euch jetzt gerne erklären. Hier sind aber auch noch andere Steine dabei. Techniksteine, Technikbricks. Da hinten einmal 12er Technikbricks. Circa 1000 2x2 Lego-Steine. 850 Duplo-Steine. Ja, müssten es circa sein. Ich stelle euch hier mal kurz ab. Ja, und diese Duplo-Steine, die werden wir halt verwenden, um diese Ebene einzuziehen. Ich habe mich für Duplo-Steine entschieden. Zum einen, weil sie um einiges leichter sind. Ich möchte nicht zu viel Gewicht, vor allem nicht zu viel Gewicht durch den Unterbau hier drauf bringen. Zum anderen war das Preis-Leistungs-Verhältnis auch einfach klasse. Ne? Ich erreiche dadurch schneller Höhe. Ich habe dadurch mehr Breite, dadurch mehr Stabilität. Ich muss ja diese Duplo-Steine aufeinander bauen. Um die Höhe wird es im nächsten Update gehen. Also das heißt, wie hoch wir das Ganze bauen und warum wir das so und so hoch bauen, erkläre ich euch alles im zweiten Update. Da kann ich auch schon einen kleinen Spoiler raushauen. Im zweiten Update wird es auch schon eine Überraschung geben. Ich wollte die mir eigentlich für ein späteres Update aufheben, aber das geht leider nicht. Ich muss euch die jetzt schon mitteilen, weil diese Überraschung hängt ganz eng mit dem Unterbau, mit dieser Ebene zusammen. Wie hoch wir die machen, wo wir diese Ebene hinsetzen. Und ja, das hängt halt alles damit zusammen. Und darum kann ich diese Überraschung auch nicht nach hinten schieben, weil sonst kommen wir nicht voran. Wir müssen ja erstmal hier eine Ebene einziehen, um dann darauf unsere Welt zu errichten. Zum anderen hat die Ebene natürlich auch noch den Grund, dass ich so auch in die Tiefe bauen kann. Ne? Also ich kann dann auch eine Unterwelt darstellen, heißt, damit meine ich jetzt nicht Satan oder sowas, sondern ich kann Keller, ich kann Rohre darstellen. Mal gucken, was mir da so einfällt. Also ich habe da schon ein paar Ideen, eine Unterwasserwelt. Lasst euch da mal überraschen.
Mal schauen, was da kommt. Ja, und jetzt geht es erstmal darum, wie kriege ich mit diesen Duplo Lego-Steinen, Technik-Bricks, Plates, wie kriege ich Stabilität in diesen Unterbau? Wie erfüllt dieser Unterbau dann auch seinen Zweck? Also ich kann nicht einfach jetzt hier eine normale Ebene reinziehen, sondern ich muss dabei was bedenken, was mit der Überraschung im zweiten Update zusammenhängt. Und darum, ich werde mich jetzt mal ransetzen und werde jetzt schon mal versuchen, ich habe mir da ja auch schon mal was überlegt und wollte euch dann auch zeigen, wie ich so ein Duplo-Säule, so ein Duplo-Ständer baue mit den Technik, mit den Lego-Steinen zusammen und wie das dann mit so einer Plate miteinander verbunden wird, damit ihr euch das mal ein bisschen besser vorstellen könnt. Die Idee steht, ich weiß schon ziemlich genau, was ich da bauen möchte, wie ich das machen möchte, aber ich muss halt schauen, ob ich es auch so umsetzen kann, ob es stabil genug ist, ob mir das Ganze nicht wegbricht. Wir warten ab. Jetzt bleibt kurz dran, ich baue jetzt mal ganz kurz so eine, so eine Säule, so einen Ständer, um euch mal zu zeigen, wie das Ganze aussehen soll. Ungefähr so könnt ihr euch dann eine Stütze für unsere Unterkonstruktion vorstellen. Ja, wie ihr erkennen könnt, habe ich jetzt erstmal hier diese Duplo-Steine aufeinander gesetzt. Auf den Duplo-Steinen folgen dann die Lego-Steine. Ja, klasse ist, dass die miteinander kompatibel sind. Auf die Lego-Steine habe ich dann die Inverted Slopes gesetzt. Hat den Grund, dass ich so die Stütze oben breiter kriege. Die Inverted Slopes werden dann nochmal durch einen Technik-Brick fixiert und kriegen so mehr Stabilität. Auf den Außen habe ich dann die Techniksteine gesetzt. Ihr könnt ja im Hintergrund auch erkennen, dass ich dann durch diese Techniksteine diese Stützen miteinander verbinde und so halt die Stabilität erzeuge. Ja, und dann können dann oben die Plates draufgelegt werden. Und so kann dann unsere erste Ebene erschaffen werden. Ja, so kriegt ihr jetzt ein besseres Bild davon, wie das ungefähr aufgebaut ist. Ich habe gemerkt beim Bau, dass das doch mehr Zeit in Anspruch nimmt, als ich gedacht hätte. Also jetzt nicht unbedingt der Bau so einer Stütze, sondern dass ich die Stützen so miteinander verbinde, dass das Ganze auch stabil ist und mir nicht zusammenbricht. So, dann hatte ich ja noch davon gesprochen, dass ich noch Straßen bauen möchte, dass in unserer Microscale Brick World auch Straßen natürlich sein müssen. Und ja, da können wir natürlich nicht die Straßenplatten von Lego verwenden, sowohl die alten als auch die neuen nicht. Das würde nicht aussehen, weil mein Anspruch ist ja, dass das Ganze realistisch ist. Und das soll ja auf die ganze Welt bezogen sein. Also nicht nur Häuser und Landschaften sollen einen realistischen Maßstab haben, sondern natürlich auch eine Straße. Und darum habe ich da jetzt mal selber was gebaut, habe ein bisschen rumexperimentiert und bin dann bei dieser Endvariante gelandet und bin damit auch total zufrieden. Ich schwenke jetzt mal runter und zeige euch mal, was ich gebaut habe. So, und zwar habe ich die Straße in der Snot-Bautechnik gebaut. Heißt im Endeffekt nichts anderes, dass man Steine aufeinander setzt und diese dann kippt. In unserem Fall haben wir Plates genommen, aus dem Grund, weil ich so mit ja, eine gleichmäßige Struktur erzeugen kann. Wenn ich die normalen Steine genommen hätte, hätte ich immer bei den Fahrbahnmarkierungen, bei den Zebrastreifen immer eine Unterbrechung gehabt. Und ja, das wird mir nicht gefallen. Darum habe ich mich für die Variante entschieden. Wir haben jetzt hier die Dark Blue Gray Plates genommen, weil mir dieser dunkelgraue Ton gut gefällt für zum Beispiel den Innenstadtbereich. Ich kann mir aber fürs Ländliche vorstellen, so Landstraßen oder sowas, dass wir das im Light Blue Gray machen, eher in diesem hellen Grauton. Ich denke, das sähe auch klasse aus. Dann würde mich mal interessieren, was ihr von den Zebrastreifen haltet. Ja, da ist schon eine Bombe eingeschlagen, weil ich halt da ein bisschen rumexperimentiert habe. Und zwar habe ich einmal eine schmalere Variante gebaut und hier unten die breitere Variante. Da würde mich jetzt mal total interessieren, was ihr darüber denkt. Welche Variante gefällt euch besser? Was denkt ihr passt besser in unsere Microscale Brick World? Ja, da bin ich mal gespannt. Ich bin da noch ein bisschen unentschlossen, sage ich ganz ehrlich. Ich springe da immer hin und her und kann mich dann noch nicht entscheiden. Somit sind wir jetzt auch dann am Ende unseres ersten Updates angekommen. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir.
Lasst mir bitte eure Tipps und Anregungen in den Kommentaren da. Gebt mir ein Feedback, wie es euch gefallen hat. Ja, und sonst kann ich auch nur noch sagen, ich wünsche euch alles Gute. Macht euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Update. Ciao, ciao, euer Bricks im Kopf.